Heute gibt es von mir 3 Tipps, wie ihr vor Anker ruhig schlafen könnt, auch wenn die Welle in die Bucht reinsteht. Ihr kennt das bestimmt. Die Bucht ist toll und man könnte wirklich schön schlafen und man würde hier auch wirklich gerne bleiben, weil die Bucht einfach so schön ist. Man hat sie für sich alleine, sie ist türkis. Wenn da nicht diese fürchterliche Welle wäre, die dafür sorgt, dass das Boot so von einer Seite zur anderen die ganze Zeit rollt. Und man nicht zur Ruhe kommt, das Geschirr klappert im Schrank, die Fallen schlagen gegen den Mast. Es ist einfach nur nervig. Aber es gibt Lösungen. Wir haben 3 Tipps, aber eigentlich sind es 4 Tipps. Ich glaube, manche sind davon weniger bekannt und manche sind auch nicht für jedes Boot wirklich gut geeignet. Wir fangen an mit der ersten Lösung. Das ist der sogenannte Flopper-Stopper. Das ist eine Selbstbaulösung, die ich mal irgendwann im Internet gesehen habe. Und ich fand die so toll, dass ich sie gleich nachgebaut habe. Die Aufnahmen sind 2 Jahre alt. Ich sehe da etwas anders aus und es ist auch unser vorheriges Boot. Da haben wir Schwerwetter erwartet, wir haben Welle in der Bucht erwartet und deswegen haben wir schnell noch den Flopperstopper gebaut. Wir erwarten starken Schwell in den nächsten Tagen und ich baue jetzt einen sogenannten Flopperstopper, so eine hochdichte Faserplatte. Das ist im Prinzip reiner Kunststoff, das rottet nicht. Und ich habe Bleigewichte vom Tauchen und meine Idee ist, das mit 4 Punkten mit Leinen zu verbinden, sodass das praktisch hier hängt. Und dann kommt an einer Stelle noch ein Gewicht drauf und immer wenn das Boot eintaucht, dann kippt das an der Gewichtsseite ab und schwimmt deswegen schnell nach unten. Und bei der Aufwärtsbewegung, also beim Gegennicken, dann dämpft das sozusagen. Und das will ich jetzt gerade bauen. Die Platte wird also an ihren 4 Ecken jeweils einmal durchbohrt und dann mit Leinen so verbunden, dass diese waagerecht hängt. Ich habe dazu 2 circa gleich lange Leinen genommen, diese über Kreuz eingefädelt, die Enden jeweils mit dem Feuerzeug verödet, damit sich das nicht wieder löst. Und das letzte Leinenende habe ich erstmal offen gelassen, damit ich die waagerechte Ausrichtung korrigieren konnte. Am Ende bekommt das Ganze oben noch einen gemeinsamen Knoten. Wenn ihr das nachbauen wollt, im Prinzip ist alles dafür geeignet, was nicht verrottet und ihr braucht ein Gewicht dazu und etwas Leine. Es würde bestimmt auch ein Backblech oder etwas Ähnliches funktionieren. Diese Platte war für unser 39 Fuß Boot mit 40 x 60 cm gerade so ausreichend. Je größer, desto besser natürlich, aber man kann es ja auch nicht übertreiben. Ich schlage jetzt den Spielbaum an. Das ist jetzt schon ruhiger. Ja. Gell? Scheint zu gehen. Ich gehe gleich mal tauchen, dass man die Bewegungen mal sieht, aber so scheint es erstmal zu funktionieren. Man sieht hier sehr schön, wie die Platte schnell absinkt. Danach in der Aufwärtsbewegung dämpft die Platte durch die auf ihr lastende Wassersäule die Gegennickbewegung des Bootes. Das kann man relativ schlecht sehen. Ihr könnt es vor allem daran sehen, dass die Leine steif kommt bzw. lose ist, wenn die Platte nach unten absinkt. Wir hatten an unserem damaligen Boot nur einen Spielbaum, deswegen hatten wir auf der einen Seite die Platte, den Flopperstopper, und auf der anderen Seite eine Pütze angeschlagen. Die Pütz war auch mit 2 Bleigewichten versehen, sodass diese immer absinkt und dann die Gegenbewegung darstellt. Den Aufbau haben wir gemacht, bevor die starke Welle kam. Als die starke Welle da war, habe ich keine Unterwasseraufnahmen gemacht, weil ich nicht von Bord gehen wollte. Der Flopperstopper funktioniert unabhängig davon, ob ihr Wind habt. Die anderen Sachen, die ich euch noch zeige, dafür braucht ihr Wind. Der Flopperstopper funktioniert auch ohne Wind. Allerdings funktioniert er natürlich am besten, wenn du links und rechts einen Flopperstopper hast. Und wir haben das vor 2 Jahren auch schon mal veröffentlicht. Da haben ganz viele kritisiert, dass das doch gar nicht funktioniert. Natürlich kriegt man nicht die Rollbewegung komplett aus dem Schiff raus, aber die Rollbewegungen werden wirklich erträglich. Also du hast
das Boot, was eintaucht, und beim Auftauchen hast du diesen Wasserwiderstand auf der Platte und dadurch wird diese Geschwindigkeit rausgenommen. Das heißt, du hast eigentlich immer eine Bewegung, die etwas langsamer ist als die andere, und das ist der entscheidende Punkt, wo man dann sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr unangenehm, sondern es ist okay. Wenn man 2 davon hat, dann hat man die natürlich bei jeder Bewegung. Wir haben uns hier auf der einen Seite einfach mit einer Pütz geholfen und auf der anderen Seite mit dieser Platte. Wir haben Fehler begangen und wir haben Glück gehabt. Wir liegen in der Tramontana-Bucht auf Formentera. Also wir haben Brecher, die teilweise übers Vordeck gehen, vor Anker. Und war eine sehr unruhige Nacht. Wir sind Ankerwache gegangen. Also wir wissen jetzt, bei Brecher über Vordeck hält der Anker. Das ist super. Und wir hatten auch Böen 25 Knoten von vorne. Und Welle angeblich so 70 Zentimeter. Das war es auch mindestens. Und wir haben den Flopperstopper dran auf der einen Seite. Der hilft natürlich nicht gegen das Nicken. Also wir gehen mit dem Bug durchs Wellental durch. Aber man sieht es an der Nachbarjacht, wie die hin und her schaukelt. Und das haben wir so nicht. Wir haben auf der anderen Seite noch die Pütz rausgehängt am Großbaum. Und dieses Rollen haben wir nicht mehr so stark wie vorher. Aber natürlich haben wir das Nicken noch. Das ist ganz klar, das kriegen wir nicht weg. Am besten hat man 2 Bäume, die mittschiffs angeschlagen sind. So kriegst du natürlich am meisten Ruhe ins Schiff. Und es gibt eine relativ bekannte Alternative dazu. Das sieht so aus wie übereinander gestapelter Verkehrshütchen. Das ist der sogenannte Rockerstopper. Da werden aber pro Seite 4 Vierer-Sets je nach Größe des Boots empfohlen. Und das wird dann schon relativ unhandlich und auch teuer. Wir haben den Flopperstopper sehr häufig und sehr gerne eingesetzt. Vor allem, wenn wir 2-3 Wochen durchgehend in einer Bucht lagen, dann haben wir den sehr gerne gesetzt, weil auch vorbeifahrende Boote dann nicht mehr so viel Schwell verursacht haben. Weil man kennt das ja, wenn man vor Anker liegt, dann steht vielleicht auch mal ein bisschen Geschirr rum. Und wenn dann irgendjemand an dir vorbeiballert mit einem schnelleren Boot oder mit viel Verdrängung, dann ist das auch ganz angenehm, wenn man den Flopperstopper dran hat. Lassen wir den Flopperstopper hinter uns. Wir gehen über zur Variante 2. Die Variante 2 ist der Kettentrick. Der Kettentrick braucht Wind. Der Kettentrick funktioniert mit der Kette und mit einer zusätzlichen Leine und einem Kettenhaken. Und man zieht die Kette auf der Seite, auf der man den Wind haben möchte, mittschiffs ungefähr. Und das sorgt dafür, dass der Anker dann seitlich vom Boot liegt und man das Boot mit dem Bug in die Welle drehen kann. Ich zeige euch, wie das geht. Man sieht, dass wir liegen mit dem Heck zum Land und quer zum Wind. Und wenn ich mir jetzt die anderen Boote angucke, dann liegen wir quer zu allen anderen Booten. Und das liegt daran, dass ich den Kettentrick angewendet habe. Also die Kette verschwindet seitlich im Wasser und ist ungefähr auf dieser Höhe hier mit einem Kettenhaken mit einer Leine befestigt. Und der funktioniert wie folgt. Man hängt einen Kettenhaken in die Kette ein, gibt in der Kette lose und zieht die Kette
auf einer Seite hin und so, dass man praktisch ein Dreieck bildet zwischen Leine. Die Leine geht Richtung Heck und die zieht praktisch die Kette, die von vorne kommt, dann so weit in die Mitte oder weiter nach achtern oder weiter nach vorne, wie man es braucht, damit man eben richtig liegt zur Welle. In unserem Fall liegt jetzt der Anker da drüben, also hinter der blauen Boje. Und die Leine geht hinten auf unsere Hauptwinch. Das ist hier diese rote Leine und die geht über eine Rolle hier unten, wo normalerweise die Schot durchläuft, ins Wasser. Und ich glaube, man kann es erahnen, wie sich da unten zwischen den zwei Luftblasen Kette und Leine treffen. Und das führt dazu, dass sich das Boot dreht. Und wenn ihr jetzt nach vorne guckt, dann seht ihr, dass der Schwell direkt auf uns zuläuft. Das, was wir vorher hatten, war, dass das Boot immer gependelt ist, weil wir quer zur Welle lagen, was sehr unangenehm ist. Und so haben wir diese Bewegung im Schiff drin, die ist deutlich angenehmer. Da drüben bei den anderen Booten könnt ihr sehen, was passiert, wenn man quer zur Welle liegt. Achtet mal auf das Masttop von dem hier. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, dann sehen wir, dass wir nur mit dem Bugreifen runtergehen. Das ist natürlich eine deutlich angenehmere Bewegung. Relativ einfacher Trick. Wir haben es vorher versucht mit dem Besan. Besan wäre es auch gegangen, aber da geht es nur ein paar Grad. Und damit kann ich mich eben quer zur Welle stellen. Und das bringt natürlich deutlich mehr. So, jetzt habt ihr schon 2 von den 3 oder 4 Tipps gesehen. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr andere Erfahrungen damit? Findet ihr das gute Ideen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Machen wir weiter mit Tipp 3 und das ist Heckanker. Ich weiß, es gibt Boote, die haben einen extra Heckanker noch an der Halterung, die brauchen den nur runterklappen und dann fällt der Anker auf Grund. Sie haben auch genug Kette oder eine Leine oder vielleicht sogar eine Heckankerwinch. Dann ist das natürlich auch eine tolle Variante, weil man mit dem Heckanker und dem Buganker das Boot beliebig stellen kann, so dass man praktisch mit Bug und Heck die Ausrichtung des Bootes korrigieren kann. Wir haben auf unserem Boot diese Möglichkeit zwar theoretisch, wir haben einen zweiten Heckanker, wir haben auch Leine, aber das ist natürlich alles verstaut und wir haben auch keine Halterung am Heck. Das heißt, ich muss den aus einer Halterung nehmen, muss ihn zum Heck tragen, der ist schwer, der ist groß, ich muss die Leine herbeisuchen. Das heißt, wir machen es nicht. Und was ich auch nicht so gerne mag, muss ich ehrlich sagen, das ist für mich ein großer Nachteil an dem System, wenn irgendwas schief geht, was weiß ich, der Wind dreht ganz krass, dann müsste ich den Heckanker erst noch einholen und dann, ja, man hat einfach mehr damit zu tun. Dann sind wir bei Variante 4, die ist eigentlich so ähnlich, oder sagen wir 3a. Das ist die Heckleine. Man kann natürlich statt dem Heckanker auch eine Heckleine ausbringen, wenn man genug hat. Für mich ist der Nachteil genau der gleiche. Wenn der Wind dreht, dann liege ich vielleicht genau falsch. Und wir haben das auch schon bei Nachbarliegern gesehen. Die hatten Heckleinen an Land und dann wurde es auf einmal wirklich über Nacht sehr ungemütlich mit sehr hoher Welle. Dann kommst du mit dem Schlauchboot auch nicht mehr so nah an den Felsen ran, um deine Leine wieder einzuholen, ohne dich selbst zu gefährden. Das Resultat ist eine durchgeschnittene Leine und eine Leine, die am Felsen verbleibt. Und das wollen wir eigentlich alle nicht. Variante 4 ist dann der Besan. Man kann auch, wenn man eine Ketch hat, mit dem Besan das Boot zum Wind stellen, aber man braucht dazu Wind und es geht auch nur um wenige Grad. Das heißt, das ist im Vergleich relativ eingeschränkt zu den anderen Varianten. Ich hoffe, für dich war eine Variante dabei. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dir dazu aufgefallen ist, ob du vielleicht noch weitere Tipps hast. Da bin ich natürlich sehr interessiert daran. Nächste Woche geht's weiter. Wenn du so lange nicht warten willst, schau dir dieses Video an.